Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich dir ein Rezept für ein richtig leckeres und luftiges Fladenbrot. Es passt perfekt zum Grillen oder auch als Beilage zum Salat oder zur Suppe. Für einen besseren Geschmack bereite ich schon am Vortag einen Vorteig vor. Dafür nehme ich 50 Gramm lauwarmes Wasser und löse darin einen Viertel Teelöffel frische Hefe vollständig auf. Dann gebe ich 100 Gramm Mehl hinzu und verrühre die Zutaten, bis das Mehl vollständig eingearbeitet ist. Den Vorteig lasse ich dann 1 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur reifen. Anschließend decke ich die Schüssel locker mit Frischhaltefolie ab und stelle sie für ca. 24 Stunden in den Kühlschrank. Am nächsten Tag bereite ich den Hauptteig zu. Hierfür nehme ich 500 Gramm Mehl und 250 Gramm Wasser. Die Zutaten knete ich zuerst 1 bis 2 Minuten bei niedriger Geschwindigkeit und danach 10 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit. Dann decke ich den Teig mit einem Tuch ab und lasse ihn 30 Minuten ruhen. Nach der Teigruhe gebe ich den Vorteig zum Hauptteig, füge noch einen halben Würfel frische Hefe, 1 Esslöffel Pekmez, 3 Esslöffel Joghurt und 3 Esslöffel Öl hinzu. Den Teig knete ich dann wieder 1 bis 2 Minuten bei niedriger Geschwindigkeit und gieße nach und nach 125 Gramm Wasser hinzu. Zum Schluss gebe ich 10 Gramm Salz hinein und knete den Teig noch weitere 10 bis 15 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit. Anschließend forme ich den Teig auf der mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche zu einer straffen Kugel. Am besten macht ihr das gleich auf einem mit reichlich Grieß bestreuten Backpapier, dann braucht ihr den Teig später nicht mehr anheben. Den Laib decke ich mit einem Tuch ab und lasse den Teig so lange gehen, bis sich das Volumen in etwa verdoppelt hat. Nachdem der Teig aufgegangen ist, lege ich ihn auf ein mit Grieß bestreutes Stück Backpapier. Den Backofen heize ich auf 250 Grad Ober- und Unterhitze auf. Zum Bestreichen des Brotes mische ich 1 Esslöffel Mehl mit 3 Esslöffel heißem Wasser und einem Eigelb. Die Mischung streiche ich großzügig auf den Teig und ziehe ihn vorsichtig in Form. Ungefähr 5 bis 10 Minuten bevor ich das Brot in den Ofen schiebe, drücke ich mit den Fingerspitzen ein Rautenmuster in den Teig und bestreue das Fladenbrot mit einer Mischung aus Sesam und Schwarzkümmel. Das Fladenbrot lasse ich nun mitsamt des Backpapiers auf das vorgeheizte Backblech gleiten und backe es ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Fladenbrot von innen aussieht.
Es ist schön leicht und luftig und schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Probiert es unbedingt mal aus. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!